Hallo und willkommen bei Planeo. Ich bin André und wir wollen heute einen Zaun aufbauen. Wir zeigen euch natürlich wieder Schritt für Schritt, wie das geht, wie wir da vorgehen. Hier auch ganz interessant, es wird hier unser Gardens Trendy, die Rhombus-Optik. Das heißt, ihr habt hier eine Paneele zwar, aber 3 Dielen quasi auf einer. Hier werden sogar 2 Farben verbaut. Das heißt, hier vorne wird nachher ein Tor hinkommen. Hier so ein kleines Element in diesem Grauen. Und die andere Seite, das wird das bisschen größere Ding, wird nachher hier in diesem Walnuss verbaut werden. Das zeigen wir euch mal eben. Das wird hier nachher die ganze Seite sein, wo wir da vorne so diese paar Meter hochgehen. Und von der Ecke, wo der Kollege schon steht, wird das hier ganz runter gehen. Insgesamt um die 38 Meter, meine ich. Genau, die Arbeiten an sich machen wir hier selber nicht. Macht die Firma Avelo. Da kennt ihr vielleicht auch den einen oder anderen, der Eugen zum Beispiel ist da. Oder der Alex, kennt ihr auch von uns, von Planeo damals. Genau, die sind jetzt bei Avelo und machen hier die Arbeiten. Was heißt das für euch? Wenn ihr Lust habt, den Eugen kennenzulernen oder den Alex, dann könnt ihr die auch buchen und die machen die Arbeit bei euch zu Hause. Die bauen den Zaun auf oder legen euch die PV aufs Dach oder machen auch eure Innenräume. Von daher gar nicht so schlecht, ne? Genau. Wir werden da jetzt mal anfangen, zeigen euch das Schritt für Schritt, wie wir die Löcher bohren, wie man den Pfosten setzt und so weiter. Und dann nachher bis zum Element. Von daher seid gespannt und viel Spaß beim Zuschauen. Noch mal ganz kurz zu Avelo, was ich gerade erwähnt habe. Ich habe hier gerade noch so einen Flyer gekriegt von Eugen, den kennt ihr wahrscheinlich. Steht auch sogar drauf, guck mal, offizieller Montagepartner von Planeo. Das heißt, hier hinten steht sogar alles drauf. Ich zeige euch das trotzdem noch mal. Einfach ein Video auf Stopp machen, aber die machen alles. Schadensgutachten, Schadensregulierung, Fassade, Treppen, Elektroinstallation, Innenausbau, Badsanierung, Zäune, Terrassen, Photovoltaik, alles Mögliche. Ihr könnt hier auch finanzieren, wenn gerade die Kohle irgendwie fehlt, geht das auch. Hast du es drauf gehabt hier mit Telefonnummer, WhatsApp? Deswegen, wenn ihr nicht selber machen wollt, sondern wollt das lieber machen lassen, dann fragt ihr gerne mal an, gar kein Problem, die Jungs freuen sich, zu euch zu kommen. Ihr freut euch vielleicht auch, die mal wieder zu sehen und hautnah zu erleben. Von daher nutzt das ruhig. Ne? Wir haben hier ein BPC-Material, also mit Bambusfasern, nicht mit Holzfasern wie jetzt Eiche oder ähnliches, sondern Bambus. Bambus ist in der Regel minimal härter, aber so viel große Unterschiede gibt es da gar nicht zu WPC. Deswegen werden die meistens auch zusammen genannt. Ganz oft sieht man WPC/BPC, weil die Eigenschaften nahezu gleich sind. Hier aber ein ganz großer Vorteil, dass diese Paneele Coax ummantelt ist. Das heißt, das Schwarze hier, was ihr hier seht, das ist das BPC-Material und dann habt ihr hier einmal so eine ganz dünne Schicht mit einem reinen Kunststoff, was letztendlich hier die Optik ausmacht. Vorteil ist halt da durch diese extra Ummantelung, dass erstmal das BPC nochmal vor Feuchtigkeit geschützt ist und dadurch, dass es ummantelt ist auch nochmal der UV-Schutz höher. Hier unser Alupfosten, kennt ihr wie gesagt auch von den anderen Systemen, die wir haben, mit 3 Nuten jeweils und einer ganzen Seite. Hier wird nachher das Tor dran gebaut an dieser Seite und dann werden nachher diese Elemente auch nur hier zwischengesteckt. Stecken dann da drinnen mit der Bürstendichtung. Und generell vom System natürlich ein ganz einfaches Stecksystem. Aber das zeigen wir euch alles Schritt für Schritt und erklären euch dann natürlich auch, worauf ihr da achten müsst. Ja, der erste Schritt letztendlich ist ja erstmal ein bisschen Ordnung schaffen. Ne? Da sind wie gesagt die Jungs schon dabei. Und dann ist es so, die Löcher vorzubereiten für die Pfosten. Die Kollegen von Avelo werden das hier mit so einem Bohrgerät machen. Das ist natürlich praktisch.
weil die Arbeit das Gerät übernimmt, ne, und man braucht das Teil nur ein bisschen gerade halten. Das ist natürlich nicht schlecht, kann man sich sonst auch ausleihen, sowas. Anders geht es natürlich dann auch mit dem Spaten. Ne, dass man sich dann ein Loch aushebt von 20 x 20, in der Regel um die 80 tief. Und dann werdet ihr unten ein bisschen Beton reinfüllen, dann kommt der Pfosten oben drauf und dann wird der Rest nochmal drumherum mit Beton ausgefüllt. Wir werden das hier teilweise mit Schnellbeton machen, geht natürlich aber auch normaler Beton. Ne? Ja, der Eugen, der wird jetzt schon mal die ersten Löcher bohren und markiert sich das mit einem Markierspray. Muss natürlich jetzt auch nicht auf einen Millimeter. Man hat ja nachher mal ein bisschen Luft. Hier sieht man jetzt, dass das nachher mit den 1,80 Meter hier nicht ganz hinkommt. Der Vorteil bei unseren Zäunen ist, dass man sich die rein theoretisch auch auf Länge selber zuschneiden kann. Ihr könnt euch das dann bei euch natürlich genauso hinmessen, dass ihr sagt, ey, ich habe nachher 4 Elemente, aber die sind nicht mehr 1,80, sondern ich kürze alle auf 1,60, damit ich genau meine Lücke ausfülle. Ne? Das heißt, das WPC oder BPC-Material könnt ihr ganz einfach mit der Kappsäge, mit einer Stichsäge, könnt ihr das zuschneiden und euch genau auf Länge cutten. Das ist ganz gut. Ich wollte euch das Tor einmal zeigen. Hier ist es jetzt Standardmaß von 1 Meter Breite und 1,80 Höhe. Ihr könnt bei uns aber auch von der Breite her Sondermaße bestellen und auch von der Höhe. Wenn ihr nur 1 Meter hoch braucht oder 1,10 Meter oder 1,20 Meter, ne, könnt ihr machen. Von der Breite, da muss ich jetzt lügen, ich meine bis 1,50 Meter könnt ihr auch von der Breite her bei uns bestellen. Aber generell einfach mal WhatsApp-Service bei uns nutzen und einfach mal nachfragen. Die Jungs wissen da auf jeden Fall genau Bescheid. Und ja, hier auch noch optional mit Diagonalstrebe. Muss jetzt bei der Größe nicht zwingend sein, kann man aber natürlich noch mit installieren, damit man das Tor noch mal so ein bisschen davor schützt, dass es mit der Zeit irgendwann hängt. Ne? Dafür ist ja diese Diagonalstrebe da, dass das Tor immer schön gerade bleibt. Genau, hier auch gleich mit der Verlegeanleitung, bzw. Montageanleitung, verzeih. Ist auch immer gleich mit dabei. Und auch der Griff und alle Beschläge, die ihr braucht, um das nachher zu montieren. Ihr habt von den Scharnieren 2 Varianten. Die werden eigentlich in der Regel standardmäßig mitgeliefert. Entweder das ganz normale Scharnier, was ihr an die glatte Seite des Pfostens macht. Das heißt, bei einem ganz normalen Standardtor, und das würde jetzt hier auch ausreichen, habt ihr hier immer eine glatte Seite beim Pfosten. Und hier würde das Scharnier rangeschraubt werden und dann hängt man die Tür ein, ja, und dann geht das auf und zu. Ne? Ganz einfach. Es gibt aber auch eine Variante mit Nutsteinen. Die Nutsteine kommen hier in die Nut, aber hier müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Es geht dafür nicht jeder Pfosten. Nur der 9x9er von den Außenmaßen, 9x9. Und er muss verstärkt sein. Das heißt, die Wandstärke von diesen Wänden hier bei diesem Pfosten, die sind dann 5 mm stark, standardmäßig nur 3 mm. Und gerade bei doppelflügeligen Toren oder bei größeren Toren, sag mal, wenn ihr euch jetzt ein 1,50 Meter Tor bestellt, dann ist das auf jeden Fall wichtig, dass ihr das dann nehmt. Genau, das soweit. Generell vom Pfosten her, bei den ganz normalen Standard-Toren, ist das vom Gewicht jetzt nicht zwingend notwendig, dass man einen größeren Pfosten braucht. Eigentlich funktioniert das mit dem 7x7er. Wer da ein bisschen unsicher ist oder lieber ja, generell auch auf lange Sicht immer schön Ruhe haben will, nimm einfach den großen Pfosten, den dicken, und dann passt das schon. Ja, der Alex, der bereitet sich jetzt hier schon eine kleine Schablone vor, um dann gleich die Pfosten immer im richtigen Abstand zu haben. Ihr habt ja einen 1,80 Meter Zaun. Das heißt, die einzelnen Elemente, die da reingeschoben werden, sind 1,80 Meter. Und der Hersteller schreibt vor, dass das Element 1 cm immer in der Nut drin sein soll. Das heißt, ihr habt nachher einen lichten Abstand von Pfosten zu Pfosten von 1,78 Meter.
Dann guckt die Paneele 1 cm rein. 6 bis 7 mm habt ihr dann noch Luft, dass die sich auch ein bisschen bewegen kann. Achtet darauf, dass ihr das bei euch einhaltet. Weil wenn es mal so wärmer wird, im Sommer ist und die Paneelen sich mehr ausdehnen und ihr habt das zu eng, dann sieht man das öfter mal, dass sie sich so schön biegen. Es liegt einfach daran, weil sie meistens, in den meisten Fällen einfach keinen Platz haben, sich auszudehnen. Ne? Was ich euch einmal ganz kurz zeigen wollte, ist unser variabler Eckpfosten. Der ist ganz cool. Ihr habt hier halt ganz normal 2 Nuten, wo ihr Lichtleiste oder mit dem Zaun weitergehen könnt. Und habt dann hier die Möglichkeit, den genauso einzustellen, wie ihr ihn halt braucht, wenn ihr hier mit eurem Zaun kommt und dann hier halt weitergehen wollt. Ne? Und das Praktische ist halt auch, also geht eigentlich ganz einfach zu verschieben, da braucht ihr gar keine Kraft für. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich muss aber hier noch ein bisschen weiter rüber, weil ich will irgendwo jetzt hier hin, dann nehmt ihr diese Schiene raus, dreht die einfach um, deckt sie wieder rein und dann habt ihr nochmal die andere Seite als Winkel. Ne? Ich mache das jetzt nicht, ich will hier nicht die Arbeit von der Velo stören, aber nur, dass ihr das einmal gesehen habt. Das heißt, ihr könnt euch den da so einstellen, wie ihr es braucht. Wenn ihr den dann nachher soweit fertig habt, teilweise passt dabei auf. Manche Kunden haben den Pfosten einbetoniert und wollten es dann verstellen. Ging aber nicht mehr, weil man ein Stück mit einbetoniert hat. Deswegen messt euch das schon genau aus, stellt das genau ein, schon beim Einbetonieren. Weil es kann halt sein, dass ihr danach die Chance dann nicht mehr habt. Ne? Je nachdem, wie tief ihr dann auch betoniert habt. Und dann habt ihr hier nochmal Schraubenlöcher, wo ihr dann nachher, wenn ihr euren Winkel eingestellt habt, so wie ihr das braucht, ihr das dann hier nochmal fixieren könnt, dass es auch wirklich fest bleibt dann. Ne? Nur weil es jetzt unten 10 cm einbetoniert ist, heißt das nicht, dass es hier oben gar nicht mehr sich bewegt. Deswegen, damit es fixiert wird, hier dann mit den Schrauben nochmal fixieren. Kann man viel mit machen, gerade wenn man Ecken hat oder vielleicht auch so eine kleine Rundung irgendwie damit visualisieren will, umsetzen will. Dann ist das ganz praktisch. Ja, von der Länge der Pfosten haben wir natürlich auch verschiedene Längen. Standardmäßig ist immer 2,40. Das heißt, ihr betoniert ja so 70 bis 80 cm betoniert ihr ein und dann habt ihr nochmal die 1,80 dann nachher für das Zaunelement. Wir haben auch noch 3 Meter Pfosten oder auch kleinere von 1 Meter, jetzt muss ich lügen, 1 Meter oder 1,20 Meter oder 1,50 sogar. Haben wir natürlich auch noch für kleinere Lösungen. Aber die Standardvariante, die man normalerweise auch mit unserem Soundset dann immer hat, ist immer eine 2,40 Meter Länge. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, was ist jetzt hier mit der Nut, die ich jetzt nicht brauche? Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Entweder setzt ihr hier unsere Lichtleiste rein, ist natürlich auch nicht schlecht, so eine schöne LED-Leiste im Garten. Wer das nicht möchte, kann natürlich dann auch hier so eine Abdeckleiste nehmen. Die wird einfach hier in diese Nut geschoben. Auch die ist länger, aber die könnt ihr euch dann mit einer kleinen Pucksäge ganz einfach kürzen. Oben als Abschluss haben wir mal hier unsere Abschlussleiste. Kennt ihr wahrscheinlich auch schon aus den anderen Videos. Ich wollte es trotzdem einfach noch mal ganz kurz zeigen. Die sitzt nachher natürlich von oben drauf, passt hier auch genau in die Nut, sodass man da einen sauberen Abschluss nachher hat. Und hier ist ja nachher die Paneele. Ups, mach's mal eben so. Und dann sitzt diese Leiste da nachher drauf. Ihr könnt natürlich dann von der Höhe auch noch, habt ihr noch ein bisschen Spiel, dass ihr noch sagen könnt, hier ein bisschen höher, ein bisschen runter, so wie ihr das wollt. Aber so ist das ein schönes, passiges System, wird alles zusammengesteckt und dann sieht es gut aus. Ne? Von daher, genau. Ja, das war es aber eigentlich schon. So mehr Teile habt ihr eigentlich gar nicht. Und dann könnt ihr schon starten und einen Zaun genießen. Das Gelände ist abschüssig. Und dann habt ihr hier euren ersten Pfosten. Dann kommt hier nachher irgendwo der zweite. Und irgendwann geht es so weit, dass der eigentliche Pfosten dann hier schon endet und ihr könnt den gar nicht mehr einbetonieren. Dann müsst ihr dann natürlich eine Stufe reinbauen. Das heißt, ihr habt hier eure Paneele drin und dann plant man sich das in der Regel so, dass man sagt, okay, hier kommt eine Stufe von vielleicht eine Paneele. Je nachdem müsst ihr euch ausrechnen, ob es reicht. Und dann geht man dann hier natürlich dann mit dem nächsten Pfosten runter, so dass der dann die erste Paneele ist. Und dann habt ihr hier halt so eine Stufe drin. Ne? Das ist halt manchmal auch nötig, wenn es einfach zu abschüssig ist. Und das könnt ihr dann natürlich auch machen. Zum ersten Fixieren werden die Jungs hier Schnellbeton nehmen. Ist ganz praktisch, weil der sehr schnell aushärtet, wie der Name schon sagt. Bei diesem hier ist es so, nach 10 Minuten ist er schon so weit hart, dass er
das stabil hält. Ne? Nach 1,5 Stunden hat er seine richtige Endhärte erreicht. Aber nach 10 Minuten ist das schon so weit, dass der eine gewisse Härte hat. Ihr könnt natürlich auch die Schiene rausziehen. Ne? Manchmal liegt die Lösung auch direkt vor Augen und man sieht sie nicht. Aber das ist natürlich auch praktisch. Einfach Schiene rausnehmen, könnt ihr einbetonieren. Und falls es nachher dann zu lang sein sollte, kürzt ihr euch die einfach und dann passt das. Ne? Nächster Tag hat begonnen. Ein bisschen was sieht man auch schon, ist hier auch passiert. Die Pfeiler sind soweit alle gesetzt schon. Ja, so dass man jetzt halt dabei gehen kann, einmal unten die Distanzstücke zu setzen und wie gesagt hier die Bürstendichtung einzuziehen. Bürstendichtung solltet ihr schon bei euch auch machen, weil sonst, wenn diese Paneele da so drin steckt und ihr habt diese Bürstendichtung oben und unten nicht installiert, dann kann es halt schon ein bisschen klappern manchmal vom Wind. Ne? Deswegen macht das lieber. Hier ist jetzt soweit einbetoniert und das Distanzstück wurde unten auch schon gesetzt. Also mit einem 4 mm Vorbohren und dann Schraube rein, fertig. Das ist, das muss man nicht groß zeigen. Das ist, glaube ich, denke ich, selbsterklärend, ein Loch zu bohren und die Schraube da reinzudrehen. Ja, und letztendlich ziemlich einfaches System. Oben reinstecken, runterfallen lassen und dann war es das schon. Man hat jetzt hier bis von der Pfostenhöhe 5 cm noch Luft gelassen. Gleich kommt ja noch diese Abschlussschiene hier oben drauf, dass man einen sauberen Abschluss hat. Und die Kappe von dem Pfosten kommt ja auch noch mal wieder drauf. Und damit da nicht irgendwie durch das Arbeiten, durch das Ausdehnen oder so ähnliches die Kappe hochgedrückt wird, hat man halt ein bisschen Luft gelassen. Ne? Aber das könnt ihr bei euch ja machen, wie ihr meint. Aber hier wurde das jetzt so gelöst. Ja, die Schiene ist letztendlich genau das gleiche System. Wird hier auch nur oben drauf gesteckt. Diese kleine Einkerbung hier, die klippt da quasi so ein bisschen drüber und dann liegt die da auch nur mit drin. Ja, wir machen mal eben ein kleines Unboxing von dem Zubehör für das Tor. Da kommt dann so ein kleiner Karton hier mit. Und da habt ihr dann eigentlich immer alles drin, was ihr so braucht. Gut, eine Anleitung natürlich, ne? Das Schloss natürlich, das Schließblech oder die Falle, das ist alles dabei. Hier ist der Zylinder drin, also da sind nur ein paar Schrauben und der Dorn und alles. So, hier habt ihr einmal dieses dreiteilige Türband und hier diese Nutensteine dazu. Ziemlich fett, aber richtig schön stabil. Dieser Nutenstein passt nachher nur in diesen, da ist er, in den großen Pfosten rein. In den kleinen 7x7 werdet ihr diesen hier nicht reinkriegen. Das passt von der Nut nicht. Das geht nur in den großen rein. Deswegen, da müsst ihr unbedingt drauf achten, welches Scharnier wollt ihr verwenden. Hier ist jetzt halt der Vorteil, ihr könnt dieses Scharnier nachher, das gehört nachher zusammen, könnt ihr einmal so einstellen. Ich zeige es mal hier am Pfosten vielleicht. Ihr könnt nachher dieses Band, wenn das hier dran ist, noch so einstellen. Und ihr könnt auch hier, durch dieses, die Tür quasi noch so einstellen. Ihr habt da gute Möglichkeiten, das Tor vernünftig einzustellen. Selbst wenn das mit der Zeit vielleicht mal hängen sollte oder ähnliches, dann könnt ihr es damit immer noch so ein bisschen nachstellen. Und natürlich auch so einstellen, dass das dann vernünftig passt vom Schließen her, vom Schloss. Ja, was mir gerade auffällt, das normale Band ist jetzt hier gar nicht dabei. Früher war es so, man hat immer beide Bänder mitgeliefert und dann konnte man sich halt vor Ort aussuchen, ja, welches möchte ich jetzt nehmen, das dreiteilige oder nur das ganz einfache. Es kann natürlich sein, dass der Hersteller selber jetzt gesagt hat, okay, wir liefern diesen großen Pfosten, den breiten, deswegen liefern wir auch das dreiteilige Band. Oder es wurde im Vorhinein vielleicht auch von uns, vom Vertrieb schon gesagt, da sollen die Nutsteine verwendet werden, dann liefern sie das andere gar nicht erst mit. Bisschen schade, ich wollte es euch gerne einmal zeigen, aber gut. Nun ist es so, ich habe euch nur das dreiteilige zeigen können, auch nicht schlimm. Auf jeden Fall, ihr habt es einmal gesehen und ja. Ja, Avelo ist jetzt auch schon seit längerem fertig. Es ist ein halbes Jahr ungefähr vergangen. Jetzt sind wir hier nochmal hergefahren. Und
Jetzt sieht man halt auch ganz gut, wenn man das vielleicht nachher kann, Jones das nochmal so ein bisschen filmen. Unten am Rand ist halt durch Regen und durch das Hochspritzen des Drecks und so ist das unten schon verdreckt. Aber der große Vorteil bei diesen Corex-ummantelten Paneelen ist halt, ich kann da problemlos mit dem Hochdruckreiniger ran. Das heißt, hier wird man jetzt auch dann im Frühjahr, wo es jetzt zum Sommer hingeht, hier einmal durchgehen und kann die entweder abbürsten natürlich mit Wasser, aber auch ganz einfach mit dem Hochdruckreiniger schön einmal absprühen. Ne? Deswegen, da sind die echt gut und ansonsten ja, sieht es immer noch tipptopp aus. Ne? Also hier ist nichts verschoben, hier ist keine Farbausbleichung oder sonst irgendwas. Auch vorne das Tor, das funktioniert alles wunderbar. Und ja, haben sie ganz gut gemacht, muss ich ja sagen. Ne? Vielleicht kann ich meine Arbeit doch irgendwann abgeben an die. Und dann brauche ich nur noch reden. Wenn ihr bei euch auch euren Zaun plant, bestellt gerne mal bei uns Muster. Guckt euch die ein bisschen an, da könnt ihr die Haptik schön fühlen. Die Dinger mal richtig auch testen, auf die Probe stellen. Bestellt euch da Muster von der Corex ummantelten oder auch von der normalen WPC-Variante. Ist auch gar kein Problem. Alles kostenlos. Auch den Versand braucht ihr nicht bezahlen. Und sind halt ruckzuck bei euch. Ne? 1-2 Tage habt ihr die Muster bei euch und ihr könnt schon ein bisschen schauen. Ansonsten, klar, Angebot machen wir euch gerne fertig. Oder wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas unklar ist, dann nutzt unseren WhatsApp-Service, entweder unten in der Videobeschreibung oder irgendwo hier oben. Kommt da über WhatsApp zu uns, fragt uns, wir helfen euch weiter. Von daher, ja, würde ich sagen, schönen Tag noch, schönes Wetter, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, jetzt sammeln wir Pilze. Gille, gille, gille. Der bewegt sich ja.